Hallo, mein Name ist Timo Spannholz und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Praxisklinik am Rosengarten. Und viele von euch fragen uns immer, ja sag mal, wie läuft eigentlich so eine Beratung ab, wie findet man Termine, wie läuft eigentlich die Operation ab? Und da sind ja ganz viele Leute außer mir auch beteiligt. Und unser Ziel in diesem Video ist, euch einfach mal die beteiligten Mitarbeiter, meine Kollegen vorzustellen und zu erklären, was die jeweils machen. Denn so eine Behandlung besteht ja nicht nur aus der Beratung, später kommt dann die Operation, die Terminvereinbarung, die Nachkontrollen und so weiter. Ich schaue jetzt mal, wen ich hier finden kann und dann zeige ich euch mal, was meine lieben Mitarbeiter alles für euch tun können. Hey Jule, dürfen wir mal ganz kurz stören? Ja, klar. Und zwar möchten wir unseren Patienten so ein bisschen erklären, wie die einzelnen Abläufe sind bei uns, wenn man mit uns in Kontakt treten will. Sind Sie ja die Erste, zu Ihnen wird ja der Kontakt als erstes hergestellt. Welchen Teil übernehmen Sie denn? Ja, ich übernehme die Anfragen, da sitze ich auch jetzt gerade dran. Wir bekommen halt. Super, dass wir jetzt stören. Sorry. Ja, wir bekommen halt zwischen 30 und 50 Anfragen am Tag über ganz verschiedene Plattformen und Medien. Ob das jetzt zum Beispiel Instagram ist oder unsere Homepage oder WhatsApp, Ärzteplattform, genau, WhatsApp, auch wirklich viele Leute aufschreiben. Und die müssen natürlich in ein Medium eingepflegt werden. Das mache ich alles. Das ist so ein bisschen die Datenpflege erstmal, die vorab kommt, und dann kontaktiere ich die Leute alle nacheinander. Es kommt jetzt drauf an, ob jemand seine Handynummer angegeben hat oder ob jemand per E-Mail kontaktiert werden möchte. Telefonnummer ist natürlich immer am praktischsten, da kann man immer direkt was klären. Unser Ziel ist ja auch, dass wir euch draußen dann mit der Anfrage nicht hängen lassen, sondern wirklich innerhalb kürzester Zeit auch zurückrufen, weil das persönliche Gespräch ist natürlich wahrscheinlich immer das Beste. Ne? Was erzählen die Leute Ihnen denn dann eigentlich alles so? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also manche Leute haben einfach vor der Beratung noch ein paar Fragen, auch wie das bei uns immer so abläuft. Also dieses Video finde ich sehr gut, weil das immer eine große Frage ist, wie der Ablauf bei uns überhaupt ist. Ich versuche so viele Fragen wie möglich vor der Beratung zu beantworten. Und oftmals ist es halt so, dass da halt auch richtige Schicksale und Leidensgeschichten dahinter stecken. Und dafür muss man sich halt auch ein bisschen Zeit nehmen. Deswegen sieht man auch, ich ziehe mich immer ganz gerne aus dem Praxisalltag zurück. Und wir stören dann. Auch super, ey. Ja, weil ich halt glaube, dass die Privatsphäre ganz wichtig ist bei solchen Gesprächen. Und natürlich auch, dass man einfach die Ruhe hat, auf die Patienten einzugehen und mit den Patienten auch einfach zu sprechen und auf die Wünsche einzugehen und die Fragen zu beantworten. Ich glaube, dass Zuhören da einfach ein sehr großer Faktor ist, um erstmal herauszufinden, was ist dem Patienten gerade am wichtigsten und wie kann ich ihm helfen, dass es ihm erstmal gut geht und dass er informiert ist über alles, was er eigentlich wissen möchte. Also ganz wichtig ist, dass wir auch schon Informationen gerne an Interessenten rausgeben wollen. Also wir wollen den Leuten schon auch durch die Videos, die wir machen, da könnt ihr auch viele auf unserem Kanal sehen, die sich auch mit konkreten Themen beschäftigen, aber natürlich auch schon eine erste individuelle Beratung halt haben, dass schon ein Mensch da ist, wo man weiß, das ist die Jule, da kann ich mal die eine oder andere Frage stellen oder vielleicht auch mal was erzählen, was man mir vielleicht auch nicht erzählen würde. Das kann ja auch mal sein. Ich habe mal eine Frage, vielleicht auch mal eine Frage, die mir vielleicht auch nicht stellen, weil es ein bisschen zu privat ist oder weil man vielleicht auch mal unter Frauen darüber reden möchte oder sowas. Also das wäre die Jule, das ist die Person, mit der ihr primär in den Kontakt tretet und wo ihr auch schon die ein oder andere Frage loswerden könnt. Also, was wir gelernt haben aus dem heutigen Gespräch schon mal mit der Jule ist, man kann uns eine Anfrage stellen per E-Mail, per Telefon, WhatsApp, Instagram, na klar. Ich sag mal so, auf allen Wegen. Und alles wurstelt sich dann in so einem Filter zusammen in den Kopf von der Jule. Die ruft euch dann innerhalb von 24 Stunden an. Wenn ihr eine Telefonnummer angegeben habt. Was eben gut wäre, ne? Und was passiert dann? Also, wenn in dem Telefonat, außer dieser Beratung, wo endet das Telefonat dann? Also, was macht ihr dann? Naja, wir klären die ersten Fragen und dann machen wir idealerweise einen Termin für ein Beratungsgespräch aus. Okay. Und was im Beratungsgespräch so passiert, das können Sie am besten erklären, denke ich. Weil da übernehme ich dann, also ich sehe die Patienten ja meist erst, wenn die in die Klinik kommen und dann wirklich physisch vor mir sitzen und wir dann wirklich ins Detail gehen und dann die Wünsche einzeln durchgehen. Das Riesenvorteil ist, wir können das auch per Videokonferenz machen, wir bieten auch das an. Telefontermine, Videokonferenzsysteme haben wir, dass Leute auch, die von weiter weg kommen, was es ehrlicherweise bei uns ziemlich viel gibt, dass die Leute auch eine Möglichkeit haben, gar nicht den Weg auf sich zu nehmen. Aber was wir dann natürlich machen, ist wirklich im Detail, auch ich als Chirurg erkläre, wie läuft das ab und so weiter und so fort. Was sind die Wünsche, was können wir umsetzen, was ist vielleicht auch nicht so eine schlaue Idee. Und am Ende dieser Beratung, wenn wir auch die Komplikationen und all die Dinge, die wichtig sind, besprochen haben, dann machen wir noch eine Berechnung der Kosten. Das ist natürlich auch wichtig. Die Leute wollen ja wissen,
was habe ich zu zahlen am Ende? Das schicken wir dann auch wieder raus. Das sehen Sie, glaube ich, auch, ne? Was ich da mache, oder? Definitiv. Ich sehe eigentlich alles, was Sie machen. Ach du Heiliger. Ich habe Einblick in alles. Okay, das ist natürlich eine... okay, Siri, erinnere mich. Okay, benimm dich, Junge. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich dann eben eine konkrete Berechnung mache und die Patienten dann ein bisschen Bedenkzeit haben. Und man sagt, Mensch, überlegen Sie es. Allerdings sind unsere Wartezeiten auch ein bisschen lang. #sorry for that. Wir sind irgendwo bei, keine Ahnung, was, paar Monaten oder so. Also Beratungstermine sind momentan bei uns im September. Also sagen wir haben so 2 Monate Vorlaufzeit. Okay, gegenwärtig. Und mit OP-Terminen sind wir schon Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Halbes Jahr, sowas, knappes halbes Jahr. Das bitte bedenken, wenn ihr euch mit uns in Kontakt setzt, ist ein Luxusproblem, aber wir haben eben viele Anfragen. Naja, und dann gibt es natürlich irgendwann den Punkt, wo der Patient sagt, jetzt will ich eine OP machen, ja. Und dann rufen die wiederum an und dann landen sie aber nicht mehr unbedingt bei Ihnen. Vielleicht auch. Manchmal ja. Also da würde ich eigentlich sagen, wenn es um OP-Termin geht, dann kann man bei jedem von uns landen. Da sind ja Laura, Selina und ich meistens am Telefon mit dabei und die OP-Planung kann auch jeder von uns machen. Aber ich glaube, das können die Mädels auch ganz gut erklären. Da haben wir also den Übergang direkt zu 2 weiteren ganz charmanten Mitarbeiterinnen und die will ich euch jetzt mal vorstellen. Ja, und irgendwann habt ihr vielleicht den Impuls zu sagen, okay, ich möchte gerne meine OP planen. Ich bin gut beraten, ich weiß, was ich will, ich kenne den Preis, alle Details und jetzt rufe ich die Praxisklinik am Rosengarten an wegen eines Termins. Und in diesen Fällen nimmt zum Beispiel eine Mitarbeiterin die Telefonate entgegen, die jetzt hier neben mir sitzt, nämlich die Laura. Und die unterbreche ich mal kurz beim Arbeiten und frage, wenn jetzt ein Patient anruft und sagt, ich möchte einen OP-Termin machen, was genau ist denn dann noch zu organisieren? Genau, dann suchen wir nach einem OP-Termin und die Patienten vereinbaren parallel auch nochmal einen Vorbesprechungstermin, der ungefähr 2 bis 4 Wochen vor der OP stattfindet. Da werden nochmal alle restlichen Fragen geklärt, Blut wird abgenommen und alles Organisatorische, also OP-Unterlagen und so weiter, werden da vervollständigt. Das heißt also, es gibt eben diesen zweiten Beratungstermin, das haben wir bei uns als Regel so, dass wir die Patienten auch nochmal in Ruhe sehen und auch nochmal bestimmte Fragen mit denen besprechen können. Das sind ja meist bei mir in der Beratung dann medizinische Fragen. Deswegen nochmal meine Frage an Sie, Laura, wenn Sie jetzt mit den Patienten sprechen, nehmen wir mal als Beispiel, eine Patientin möchte sich einer Brustvergrößerung beispielsweise unterziehen, dann haben Sie ja nicht diesen medizinischen Teil nochmal zu besprechen, sondern auch so den Ablaufteil. Also zum Beispiel jetzt, mir fällt zum Beispiel ein, wie lange kann ich was essen oder was trinken. Das wird dann wann nochmal besprochen? Genau, die kommen zum Vorgespräch und circa eine Woche später steht dann auch die OP-Zeit fest, wann die da sein müssen. Die kommen ungefähr eine Stunde vorher und dann gehen wir nochmal im Detail mit denen durch, was die mitbringen müssen, wann die das letzte Mal gegessen haben dürfen, ab wann sie nüchtern bleiben müssen und so weiter. Also, man sieht schon, das Ding funktioniert wirklich wie ein gut geöltes Uhrwerk, ohne dass ich da noch was groß zu machen muss. Das liegt aber daran, dass ich so coole Mitarbeiterinnen habe wie die Laura, die das Ganze total eigenmächtig und schlau regeln können. #dickes Dankeschön dafür. Okay, und irgendwann kommt ja dann natürlich der große Tag. Nämlich der Operationstag. Und das ist ein Tag, den erleben wir natürlich ganz oft im Jahr. Und dann ist es aber so, dass der für die Patienten natürlich ein super spannender und aufregender Tag ist. Und wie der abläuft, das können wir jetzt mal mit der Selina besprechen, die nämlich jetzt bei mir ist. Hallo Selina. Hallo. Also, die Patienten kommen an morgens, da bin ich ja meist hier irgendwie noch am ein bisschen was abarbeiten und so. Die melden sich bei Ihnen vorne. Und was machen Sie dann mit denen? Dann kläre ich die ganzen Unterlagen, die wir mit denen schon vorgearbeitet haben. Anschließend dessen bringen wir sie in das Zimmer, wo sie sich umziehen können. Ja, und dann folgt der Anästhesist. Und dann komme ich, glaube ich, wieder. Dann darf ich wieder ins Rennen kommen, weil wir natürlich Anästhesieaufklärung machen. Die Patienten hatten vorher schon den Kontakt zum Anästhesisten, aber möchten auch vielleicht das ein oder andere nochmal mit dem Anästhesisten besprechen. Also Narkosearzt, ne? Und dann komme ich ins Spiel und mache zum Beispiel Anzeichnungen und so weiter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Brustvergrößerung machen oder ein Facelift, dann müssen ja bestimmte Dinge angezeichnet werden im Vorfeld, damit man das im Stehen zum Beispiel machen kann, wenn die Patienten noch nicht in Narkose sind. So, und dann bringen wir die in den Operationssaal und nach der OP, wie ist der Ablauf da? Die Patienten kommen zunächst einmal in den Aufwachraum. Ne? Und von dort aus dann meistens... Wenn es dem Patienten nach dem Aufwachraum ganz gut geht und sie sind wieder relativ fit, kommen die nach oben in das richtige Zimmer. Wie lange liegen die im Schnitt im Aufwachraum? Was würden Sie denken? 1 bis 3 Stunden. 1 bis 3 Stunden, je nach OP natürlich auch. So, und dann kommen die nach oben auf die Station. Das heißt also, da liegen sie dann in einer großen Halle mit 20 Patienten. Nein, natürlich Einzelzimmer. Ne? Ja. Maximal 3 Zimmer haben wir. Patienten haben ein eigenes Badezimmer, können ein bisschen Fernsehen gucken, sich entspannen.
Tja, und dann gehe ich hoch, schaue, dass es dem gut geht. Ja, und am nächsten Tag oder vielleicht auch mal nach 2 Tagen, in der Regel am nächsten Tag, werden die Patienten nach Hause entlassen. Das ist der Ablauf der Operation und wir sind da sehr routiniert. Wir machen das jedes Jahr etwa 500 Mal. Das heißt, wir wissen um die Abläufe sehr gut. Patienten sind natürlich total aufgeregt, verständlicherweise, weil die erleben das ja nur einmal im besten Falle. Wenn noch nicht eine Operation im Leben gewesen ist, da müssen wir natürlich auch so ein bisschen was dafür tun, dass die sich wohlfühlen und dass die Patienten entspannt werden. Naja, und die Operation ist dann erledigt. Dann gibt es natürlich noch ein paar Nachkontrollen. Meistens machen wir einen Termin ab, wenn die nach Hause gehen. Ja, und dann kommen die, ja, in der Regel nach einer Woche, je nachdem. Ne? Nach 3. Übrigens, Selina ist zum Beispiel auch eine der Mitarbeiterinnen, die dann zum Beispiel die Wundkontrollen und Fadenentfernungen und so auch übernimmt. Genauso wie sie die Blutentnahmen zum Beispiel vor der Operation übernimmt. Also da sieht man auch an der Stelle wieder, da funktioniert das Ganze hier ziemlich cool auf Autopilot, worauf ich super stolz bin, dass wir das nach dieser Zeit geschafft haben, so coole Mitarbeiter zu haben. Naja, ich hoffe, das hat eure Fragen ein bisschen beantwortet. Wie ist so ein Ablauf der Beratung, der Kontaktaufnahme, Beratung, Operation und Nachbehandlung? Da gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen und auch spezifisch für jede Operation. Aber das machen wir, wenn ihr uns einen Besuch abstattet. Nehmt also gerne Kontakt auf. Ihr findet die Kontaktdaten hier auch beim Video oder schreibt uns eine WhatsApp über die Homepage. Also ihr seid willkommen, uns auf jedem Kanal zu kontaktieren. Und wenn noch Fragen sind, einfach her in die Kommentare rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage vielen Dank. Bis bald. Ciao. Noch eine Sache vergessen. Wenn ihr ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollt oder gucken, was geht täglich bei uns im OP ab, dann schaut doch mal bitte unseren Instagram-Kanal an. Der heißt praxisklinik.am.rosengarten. Und vergesst auch bitte nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und uns gerne auch einen Daumen nach oben zu geben. Gleich seht ihr noch ein paar Videos im Anschluss, die euch vielleicht auch interessieren, zu konkreten Operationen, die wir anbieten. Also bis bald, ciao, tschüss, euer Timo Spanholz.